Weiter geht meine Reihe ein Stempelset 5 Ideen mit dem Set Einfach mal abtauchen. Heute die erste Idee dazu, eine Peek-a-Bow-Card. Nach der Variante kurz und knackig zum Valentinstag heute die ausführliche Anleitung im gechillten Mitbasteltempo. Bleib also unbedingt dran, freu dich auf gemeinsame kreative Zeit. Lass uns einfach mal abtauchen. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ja, Peek-a-Bow-Card. Das ist eine spannende Sache. Ich habe erst mal geguckt, man weiß ja, das Englisch ist nicht so meins. Also, was hat Google übersetzt? Google hat übersetzt Kuckuck-Karte. Okay, Peek-a-Bow, Kuckuck. Oh, Kuckuck. Richtig. Hätte ich andersrum machen können, dass der Vogel dann am Ende rausguckt. Aber Kuckuck wird in dem Fall mit G geschrieben. Ja, ich habe hier schon mal 2 Valentinskarten. Die Anleitung kurz und knackig verlinke ich dir. Dann habe ich hier eine gemacht, deswegen wollte ich unbedingt noch mal in die Kamera zeigen. Für allerlei Anlässe, eins der Celebration Sets. Für 120 € Bestellwert bekommst du das gratis noch bis 28.02. Und da hast du folgende Texte. Wollte nicht auf einen besonderen Anlass warten. Ich dachte, ich mache dir mal eine Karte oder eine Karte. Und auf hier und zack, da ist sie. Ja, was ist noch Peek-a-Bow? Das auch. Kuckuck, ist klar. Hier macht das Kaffeeschwein, du erinnerst dich. Das macht da Kuckuck. Der tolle Bär vorne auf. Die hier, gleiche Variante, aber mal mit den Ziegen. Gibt es übrigens auch noch im Jahreskatalog. Und die Anleitung für diese Peek-a-Bow-Card mit 3 Fenstern. Verlinke ich dir auch. Habe ich auch schon mal eine gemacht. Ja, jetzt aber nicht lang verweilen. Wir haben ja zu tun. Es ist Sonntag, also das gechillte Mitbasteltempo. Diese Karte werden wir zusammen basteln. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Ich arbeite heute in den Farben Celadon. Weißt ja, das kommt gar nicht runter vom Arbeitstisch. Ähnlich ist es wie mit Abendblau. Und dann dachte ich mir, nehme ich mal Papaya dazu und Calypso. Warum nicht? Hier auf der Karte habe ich mit Brombeermus gearbeitet und habe an der Stelle das Olivgrün verwendet. Genau. Ja, bei der Karte mit dem Herz, ich hole sie doch nochmal, habe ich schon mal gezeigt, wie ich das am besten positionieren kann. Das lässt sich mit Handstanzen gut machen, geht natürlich auch mit den Stanzformen von der Stanzmaschine. Ich nehme heute ja nicht das Herz, sondern Kreise. Habe mir aber überlegt, damit ich dir zeigen kann, wie das am besten geht und ohne ständig an die Maschine rennen zu müssen, nehme ich dann doch die Handstanzen passenderweise, die habe ich eben noch da stehen. Ansonsten ginge es auch mit den Ringen in ähnlicher Form. Ich verwende dafür diese Haftis, brauchen wir unbedingt zum Positionieren. Und dann geht es jetzt los mit den Maßen, leg dir am besten alles zurecht und dann können wir zusammen basteln. Wir brauchen 3 Stück Farbkarton. Ich habe Grundweiß genommen, damit ich ihn dann frei gestalten kann. Und zwar fange ich mal vorne an. Für die Vorderseite, das erste Teil also ist 10,5 x 21 cm. Das zweite Teil, das ist das Mittelteil, ist 10,5 x 22,5 cm. Und das dritte Teil, die Rückseite, 10,5 x 14,5 cm. Das legen wir mal nach hinten, kommt als drittes dran. Wir benutzen jetzt erstmal Mittelteil und vor allem das erste Teil. Das erste Teil nehmen wir neben unserer Schneidemaschine, mit der man auch falzen kann, und zeichnen uns eine Falzlinie, also legen uns eine Falzlinie an bei 14,5 cm. Die legen wir hier an, falzen das, nehmen auch gleich unser Falzbeinchen, da ist es, und falzen das schön flach. Das zweite Teil, das in den 10,5 x 22,5 cm, falzen wir genau in der Mitte. Die Mitte ist bei 11,25. Da ist das ja wieder so eine Sache mit den halben Millimetern. Aber 11,25 gefalzt. Fertig ist. Schneidemaschine kann weg. Und dann wird es, damit es auch richtig geht, die Ecken aufeinander. Und dann müsste ja die Falzlinie hier gut rumkommen. Streichen wir flach.
Ja, und in dem Fall heute hier können wir auch gleich das Designerpapier aufkleben. Wir brauchen für die Vorderseite, das ist das Teil 21 cm Länge, du hast ja schon gemerkt, sie sind alle in der Breite 10,5, ein Designerpapier in den Maßen 10 x 14 cm und das können wir auch schon aufkleben. Den Flüssigkleber, damit auch wirklich überall das schön fixiert ist. Wir stanzen ja dann da ein Teil aus. Dann wäre es blöd, wenn da irgendwo der Rand so halb hoch steht. Okay, kleben wir mittig auf. Ich habe ein Designerpapier genommen. Vielleicht erkennst du es aus dem Jahreskatalog mit diesen schönen Papieren zu der Serie mit dem Baum. Ja, kann ich irgendwo hinschreiben. Ich weiß es schon wieder nicht. Und hier innen rein habe ich aus dem gleichen Set dieses mit den Bäumen genommen. Wenn ich da aber jetzt wie hier einfach mal so ein bisschen Grün reinstempel, würde ich sagen, ist das für mich eine echte Wasserlandschaft. Und da nehme ich aus dem Set, wir wollen es ja benutzen, einfach mal abtauchen die Bäume. Also hier diesen Zweig natürlich, sind keine Bäume. Eine Unterlage. Und ergänze mein Designerpapier einfach noch mit ein bisschen Grün. Mal schauen, wie das funktioniert. Das Celadon mussten wir jetzt mal auffüllen. Weil wir wissen ja, das wird hier immer viel benutzt. Ist es wunderbar, ein toller Stempel. Setzen wir hier unten einfach mal so ein bisschen drauf. Ja, sichtbar ganz gut. Hätte fast noch ein bisschen mehr sein können. Aber ich bin da schon ziemlich zufrieden, weil es kriegt jetzt so diese Wasserstruktur, finde ich. Denke ich mir einfach mal. Ja, ich überlege, ob ich jetzt hier mal einmal hinter mich greife und einfach das Lodengrün noch mal reinhaue, weil ich habe ja immer das Gefühl, die beiden Farben können ziemlich gut miteinander. Und das mache ich auch. Da kriegt das noch mal so ein bisschen einen dunkleren. Aber einfach genau, Lodengrün auf. Schauen wir mal. Was sagt's denn? Können wir die hellen Flächen noch ein bisschen überstempeln. So, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Aquarien-Wasserlandschaft. Das ist immer so die Vorstellung von meinem Aquarium früher, von unserem Aquarium zu Hause. Ja, das passt gut. Stempel einmal geputzt in der Schoberkiste und dann ja wieder rein in meine Hülle. So, das ist soweit fertig und dann klebe ich die beiden Seiten hier innen rein. Das kennst du ja schon, ich mache das immer so ein bisschen spontan hier, gerade bei Flüssigkleber. Trage ich ja immer ein bisschen viel auf, wie man hier sagt. Setze also beide Teile einmal aufeinander, wische sie gegeneinander ab. Schnell abziehen, sonst kleben sie. Und setze das hier innen rein, so mit der Mattung. Erste Seite und zweite. Ich habe die übrigens nicht nebeneinander geschnitten, deswegen muss das hier auch nicht fortlaufend sein. Ja, das ist schon mal die Wasserlandschaft innen. Mal schön zudrücken. Haben wir das. Wunderbar. Ja, vorbereitet haben wir jetzt zum Stanzen und das machen wir jetzt. Ich habe ja schon gesagt, ich nehme in dem Fall die Handstanzen. Handstanzen sind auch schön. Ich sage aber noch mal, welche Ringe ich hier verwendet habe. Zentimetern ist es einer mit 4,8 und der andere 5,7 etwa. Da bleibt ein schöner Rand und Rahmen stehen. Muss man nicht machen, sieht aber eigentlich ganz nett aus. Und hier wirkt es so ein bisschen wie so ein Bullauge, ne, wo man dann nochmal durchgucken kann. Finde ich ganz witzig, mache ich jetzt so. Okay, ich platziere das. Ich zeige das mal an der Karte, ist ja die gleiche Maße. Hier kommt das Feld, was wir hier hinten rumgeknickt haben, faltet sich dann rum. Und dadurch haben wir ein gewisses, also ein Stück Fenster, in das müssen wir reinkommen. Ja, mein Klebering. Nachher nochmal nachkleben. Letztens schon. Okay, und das bedeutet, wir setzen unsere Stanze von unten an. Und zwar schiebe ich die gleich ran. Wird sie ein bisschen höher. Ja, oder? Ich zeige dir gleich, wie ich das am besten positioniere. Ich setze doch ein kleines Stück runter. Genau. Vom Rand etwa 2 bis 2,5 cm weg. Sie muss also, darf nicht zu weit links und nicht zu weit rechts. Ich denke aber mal, so passt das ziemlich gut. Da ist es einfach.
Okay, das ist jetzt der Rand unten und an der Seite nicht ganz gleich, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja, das erste Loch haben wir. Und jetzt schauen wir mal, wie wir die anderen Löcher positionieren. Und da ist der Moment, wo ich meine Haftis nehme. Ich nehme hier mal so ein Bündel. Da müssen wir mal ein bisschen mehr nehmen, sonst funktionieren die Handstanzen nicht. Und hier unten ist die Klebefläche, die brauche ich mit. Und den Rahmen brauche ich aber auch, siehst du gleich. Also gehe ich auf Rahmen, unten etwa 1 mm weg und stanze mir hier mal den Kreis aus. So, wir brauchen beide Elemente. Ich nehme hier außerdem noch hier so eine von meinen Bastler-Schraubzwingen. Und jetzt, das ist die Vorderseite, das ist das Mittelteil und das ist die Rückseite. Also das Mittelteil an die Vorderseite. Ich zwicke das mal hier oben an. Genau bündig, dass das gerade liegt überall. So. Nehme hier von meinen Haftis einen Kreis. Setze den hier rein, dort er haftet. So, toller Effekt. So. Mache das Ganze wieder auseinander. Und habe jetzt die Position, wo ich das nächste Loch setze. Ich mache übrigens nicht beide gleichzeitig, kannst du machen, ich würde es dir nicht empfehlen, also ich kriege dann die Stanze nicht wieder auf und habe Schaden. Jetzt gehe ich wirklich ganz genau auf die gleiche Stelle, stanze das raus und gut ist das. Nehme meinen Kreis, hätte noch mehr, aber ich nehme nochmal den, lege das aufeinander, setze das hier wieder drauf und habe auf die letzte Seite auch das Feld. Ich auch raus. Freue mich, dass ich alles richtig gemacht habe. Hier bin ich 1 Millimeter daneben, wirst du sehen. Also 1/3 Millimeter hätte ich gesagt. Mal schauen, ob das passt. Aber gucke, passt gut. Jetzt auf. Wunderbar. So, bevor wir hier weiterarbeiten, gehen wir gleich auf die Stempelflächen. Und das machen wir genauso. So fast genauso. Und zwar die, gucken wir mal. Schau mal. Das erste Element, was wir sehen hier, ist die Rückseite. Ich habe da den Kreis, den ersten, den ich gestanzt habe, diesen hier, diesen hier, den habe ich da hinten nochmal drauf geklebt. Das können wir hier genauso machen. Machen wir also auch. Und das geht eigentlich ganz einfach. Wir nehmen die Mittelseite raus und ich setze das hier rein. Ich habe das drüben bei dem anderen nicht so gemacht. Ja, zeige ich. Hier zum Beispiel habe ich das nicht so gemacht. Da habe ich das einfach da drauf gestempelt. Damit ich die richtige Position finde, zeige ich dir einmal jetzt, wie ich das mache. Und zwar gleiches Prinzip. Ich nehme das, lege das aufeinander, das ist die Rückseite, kann ich die Mitte weglassen, setze das hier rein. Setze das hier rein, exakt, klebe ihn an, er klebt und nehme jetzt meinen Rahmen und setze den hier drauf, nehme die Mitte raus und hätte die Stelle, wo ich dann mein Motiv reinstempeln kann, dass es wirklich mittig rauskommt. Jetzt haben wir ja gesagt, ich mache das so, dass ich die Vorderseite nehme und auf die Rückseite klebe. Die Stelle ist schön. Und dafür zwicke ich mir das hier wieder an. Gerade. Es ist eine Klammer kaputt gegangen, hatte ich auch noch nicht. Gut, variieren wir später. Nehmen hier wieder Klebstoff und kleben das da schön drauf. Schauen das Motiv ein bisschen gedreht. Ich glaube, so sitzt es gut. So sitzt es ziemlich gut. Sitzt mittig. Vorderseite ab. Rückseite rein. Ziehen wir das ab. Wir tauschen mal gleich aus. Nicht, dass ich in 3 Minuten verwundert bin, warum ich eine kaputte Klammer habe. Ein Grün. So. Und da ich habe hier ein kleines, minimal kleineres Fenster, stempel ich jetzt am besten drauf nochmal Glück und mehr. Finde ich ganz nett. Und an der Stelle muss man gucken, ob das funktioniert. Ich setze mir das mal hier hin in dem... Ja, was meinst du? Ist das gut genug zu sehen? Naja, wir machen es einfach, oder? Ich setze es hier mal mittig drauf. Ja, passt. Also fast mittig nach oben, genau. Und ich möchte die Fische sehen, wie die da so durchschwimmen. Also nehme ich hier mal die 2. Und damit ich mir den Rand nicht bestempel, nehmen wir hier wieder unsere Hülle, legen die außen drauf. Und die Fische könnten wir natürlich auch aufkleben, ne?
Warte mal, ich denke mal drüber nach. Ich klebe die auf. Ich stempel die nicht, ich klebe die auf. Ich klebe diesen Fisch, habe mir die schon mal vorbereitet. Klebe die hier hin, dass die sich da so sehen. Wunderbar. Und klebe die hier einfach mit Stempeln. Ja, der ein bisschen höher. Und der andere ein bisschen tiefer. Nee, der geht noch höher. Haha. Dahin. Und wo Fische sind, sind auch Luftblasen. Mal das mal auf. Nehmen uns hier diesen Stempelblock und hier diese Wasserblasen, Luft, und stempeln die mal so ein bisschen dahin. Einmal da lang. Ja, schön gerade bitte, Herzl. Ja, noch eine Blase oben, beim Glück. Ja. So, das hätten wir. Ziehen wir das Ganze wieder ab. Ich habe einmal gematzt, aber damit müssen wir leben jetzt. So, das ist schon mal die Rückseite. Und du siehst, das käme dann hier ran. Und kommt da genau. Wir setzen hier schon mal an die rechte Seite unser doppelseitiges Abreißklebeband. Das macht sich hier super. Ansonsten einen kleinen Streifen Klebstoff, maximal 6 mm, so breit ist das Band. Da an den Band. Hinten. Mittelteil, wo haben wir es? Hier. Ja, das Mittelteil ist wie es ist, ne? War eben falsch. Es darf ja nicht daran, es muss hier ran. Da muss es rangeklebt werden. Ja, können wir schon fast machen. Machen wir aber doch noch nicht, weil wir setzen das nochmal zusammen. Setzen das gerade zusammen und tun jetzt mal so, als ob wir die Karte auffalten. Ne? Wir haben hinten das noch nicht dran und wir falten jetzt mal auf. Schauen, dass es schön gerade liegt und nehmen uns wieder hier unseren Kreis. Gut geklebt, machen das ab und unseren Rahmen und setzen den hier drauf. Wo ist die Klebefläche? Klebt. So, das raus. Und dann will ich an der Stelle ja einfach mal abtauchen und genießen haben. Und dann nehme ich also diesen Stempel und dann das hier drauf gestempelt. Stempeln, okay. Ist wirklich immer gut, mal so zwischendurch abzustempeln und zu gucken, wie sich es so positioniert. So mittig wie möglich. Okay. Ja, können wir mit leben, oder? Das ist schon. Ziehen wir wieder ab und jetzt kleben wir zusammen. Und zum Schluss gestalten wir dann Form. Okay. Seite 1, Seite 2, Seite 3. Seite 3 legen wir hin. Ziehen die Schutzfolie ab und kleben die rechte Seite hier drauf. Bündig. Gerade. So wie möglich. Gucken, dass die Öffnung stimmt. 1 Millimeter weiter drüben. Nochmal Opfer bringen. Damit leben. Wunderbar. Und die Vorderseite, das ist dieses Element. Schauen wir nochmal, ob wir irgendwas noch gestalten wollten. Wenn, dann wäre jetzt unser Moment. Band zum Beispiel, hier könnte man zwischenkleben, aber man kann es auch einfach drum kleben. Ich lasse das Band aber weg, weil ich diese Kreise hier weiter verwenden möchte. Okay, also kann ich jetzt diese ganze Seite hier mit Klebstoff anstreichen. Mal gucken, ob das hier gerade ist. 1 Millimeter schief, glaubst du das? Neu gerade setzen. Was wir alles retten können. So, die ganze Fläche, also die eine Hälfte, korrekter, eine Hälfte von unserer mittigen Klappkarte und jetzt dieses Element auf, gerade, passt. Wenn wir gleich einmal kurz unsere Mitte durchschieben und gucken, ob die passt. Die sitzt perfekt. So, guckt auch oben und unten nicht raus. Super. Soweit. Aber
Das ist schon mal unser Mechanismus, der hat funktioniert. So, jetzt auf und da schiebt es auf. Okay, das wäre jetzt der Moment, das wird sich nachher noch geben, hat sich vorhin auch gegeben, wo man nochmal überlegt, ob man da hinten Standsteile draufsetzt. Ich habe gesehen, ich müsste hinten am Schwänzchen vom Fisch einen minimalen Klebstoff drunter setzen und das mache ich. Ist er nur drauf oder nicht? Jetzt ist der Klebstoff. So, an den Fingern ist er auch, kennen wir schon. Er arbeitet mit Flüssigkeit. Genau. So, das haben wir. Jetzt hier vorne unsere Blätterwasserlandschaft. Ach, schicki. Gucken, dass die Blätter nicht falsch rumhängen. Alles andere wäre egal. Doppelseitige Abstandsklebepunkte dazu. Falls du unten noch was gestalten möchtest, wäre das jetzt der Moment. Aber ich will es ja auch nicht zu voll krachen. Man sagt mir ja nach, dass ich das manchmal alles ein bisschen fett voll mache. Mache ich also nicht. Nicht so. Was ich aber noch vorher mache, ist meine Ringe kleben. Einen habe ich hier schon fertig. Also klebe ich den auch schon mal auf. Ich nehme jetzt, weil die breit genug sind, nicht so schmal wie die bei den Herzen. Doch. Streiche den mal auf einem Schmierpapier ab. Weil man weiß ja, ich nehme mal ein bisschen viel Klebstoff. Setze das hier bündig rauf und freue mich, wenn es passt. Passt super aus, unser Bullauge. Und jetzt kommen die Kreise. So ein bisschen hier drüben. Pflanze gerade nach oben. Dann ruhig ein bisschen höher, weil unten sind wir ja auch recht weit nach unten. Kreis Nummer 1. Und Kreis 2. Nicht so weit nach rechts. Ja. Ach so, finde ich die schicki. Ja, sieht schon cool. Also mir gefällt's. Schreiben, wenn dir es nicht gefällt. Höre ich mir alles an. Ja, dann habe ich natürlich noch diese tollen kleinen Stanzteile hier. Also erstmal ein paar Seesterne. Und dann diese Stanzteile in Celadon. Da setze ich hier unten eins hin und dafür nehme ich die Mini-Klebepunkte. Geht ganz gut, setze die auf 2 Blätter. Dadurch kann ich auch so ein bisschen in den Raum reinragen. Notfalls kann ich sie auch ein bisschen zusammenrollen, diese Blätter, also diese Mini-Klebepunkte. Setze das mal dahin, aber kriegt das gleich eine Verbindung nach oben. Hier kürze ich das Stielchen unten. Dann noch einen drauf. Da ist ja. Moment. Klebepunkt zerschossen. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe schon wieder klebrige Hände vom Flüssigkleber, ist klar, ne? So, den zweiten hier unten so ein bisschen versetzt. Super. Nehmen wir mal weg, dann sieht man das Ganze besser. Und jetzt kommt hier unser Seestern. Ja, was jetzt mal dem, setzen wir hier so einen Abstandskleber drauf. Und so habe ich hier so ein paar halbe. Erst hatte ich die ganze Zeit nur kleine, jetzt habe ich aktuell nur die großen. Aber unten sind schon die kleinen, die nächsten wieder eingetroffen. Das setze ich hier unten hin und dann sieht das eigentlich schon mal gut abgeschlossen. Ja, und dann habe ich die Fische nochmal in 2 Farben hier. Hier fehlt ein Wort. Ausgestanzt, gestempelt und gestanzt. Das ist jetzt die Frage. Sitzen die natürlich alle gleich, immer der dunkle und der helle. Aber das kann ja auch mal in der Natur so sein, dass die sich so ein bisschen sortiert anordnen. Okay. Der Einfachheit halber gehen die jetzt hier mit den Punkten drauf. So. Und da oben genauso.
Ja, was war noch zu vermelden? Da war ja noch was. Ich wollte dir zeigen, wie ich das mit den Kreisen gemacht habe. Okay. So, zeige ich erstmal hoch. Ja, also ich bin von der Gestaltung schon ganz zufrieden. Habe hier noch stehen die Akzente in Mehrglasoptik. Sind natürlich auch fein. Und würde die mal so ein bisschen da noch platzieren. Die gibt es hier in das, glaube ich, Lindgrün bei. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ist es Celadon? Ja. Es ist Celadon. Ja. Übertreiben, aber so ein paar können da schon rumliegen. Sind ja schon recht schicki. Ja. Springt einer? Moment. Was? Es springt einer und es klebt was. Da sieht man sie so ein bisschen, sieht man sie, wenn man dann so näher, also hier sehe ich sie ganz gut. Wäre natürlich die Frage, ob da noch ein bisschen Bling Bling sein muss, oder etwa eher die Kieselsteine hätten nehmen sollen. Aber ich bin, glaube ich, so erstmal ganz zufrieden. Jo, was haben wir noch? Wir könnten hier innen rein dem Ganzen auch noch eine Szene machen. Das wird auch noch mal was dazusetzen. Hier habe ich noch ein bisschen. Schauen wir mal. Jetzt kommt erstmal die Sache mit den Ringen. Ich habe mir hier, weil es war übrig, von einer anderen Sache Farbkarton, nehme die kleine Kreisstanze oder würde das jetzt in die Stanzmaschine legen, stanze einen Kreis aus und nehme die große Stanze, kann das jetzt hier super anfassen und positionieren. Wenn du da andersrum arbeitest, also erstmal die große nimmst und dann die kleine, das machst du nur einmal, weil das ist ja eigentlich Friemelkram. So, das ist dahin. Soll ich? Nein, mache ich nicht. Also erst die kleine und dann die große. Ja, das ist das erste Projekt aus meiner Reihe, ein Stempelset 5 Ideen mit einfach mal abtauchen. Das muss ich auch abtauchen, weil der Ring ist unten, als hätte ich es geplant. So, da ist er wieder. Jetzt machen wir noch einen Kranz kleben. Geht auch der Präzisionskleber. Darfst du nur nicht zu wenig auftragen. Das hatte ich vorhin bei dem Ring. Und jetzt machen wir das mal so. Wir probieren es einfach. Wir tätschen das dagegen. Ziehen es schnell genug wieder ab. Kleben Nummer 1 hier drüben hin. Freuen uns und kleben Nummer 1, 2 dahin. Und das ist ja eigentlich schon Nummer 3, weil wir haben ja auch noch einen außen. So, schauen, dass der überall schön bündig liegt. Einfach mit dem Fingernagel lang streichen, wenn das dann ein kleines bisschen mal beim Stanzen franzig ist. Das kriegt man klar. Okay, da ist es außen. Also so schlecht sind die Farben nicht, oder? Was denkst du? Ja, ist auch sehr schön. Aber meine Karte von heute finde ich auch schicki. Okay. So, dann hauen wir hier innen einfach noch, der Witzigkeit halber, hier drüben auch noch einen Seestern hin. So, dass wir den so ein bisschen sehen. Bisschen Seestern. Na, gut. So, da sitzt er gut. Der Seestern, ist ein bisschen tief, oder? Egal. Igebo, Kuckuck. Kuckuck. Ja, wollen wir noch ein bisschen grün? Wir haben es ja. Also auch noch ein wenig grün darunter fädeln. Klebepunkt oben und rechts in dem Fall. Ja, wenn wir das unten, das Kraut noch ein bisschen kürzen. Auch schön, dass man Papier reißen kann. Das reißt sich so. Eins. Und wir schauen ja mal, wir sehen ja vorne dann auch immer ein bisschen durchgucken. Wollen wir noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Ein bisschen wollen wir noch. Ja, Empfehlung für die nächste Karte. Vielleicht das Innere doch nur stempeln, ja, das erste Motiv, weil klemmt schon ein bisschen. Ich will jetzt mal sagen. Ein bisschen klemmt. So, dann machen wir hier unten wieder das Schwänzchen ab. Schauen wir mal so schicki ran. Ja. So, der Moment fürs Schlussbild. Fertig. Hat ein bisschen gedauert, aber war ja auch geplant für
gechilltes Mitbasteltempo. Also meine Peekaboo-Card ist fertig. Ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Hier geht es weiter mit weiteren Ideen, Anleitungen, Tipps von mir. Also bleib unbedingt dran und sei gespannt. Und ansonsten geht meine Reihe ein Stempelset, 5 Ideen. Nächste Woche schon mit der nächsten Idee weiter. Das war's. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag. Bis demnächst. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.